Die älteste Werkgruppe in unserer Ausstellung sind diese Holzteller, die anfangs der 70er Jahre entstanden sind, und die letzte Werkgruppe ist, bevor der junge 30-jährige El Anatsui Ghana verlassen hat, um eine Position als Professor, als Kunstprofessor an der University of Nigeria in Nsukka anzunehmen. Er hat sich damals, wie viele seiner Zeitgenossen, gefragt, wie kann man eine afrikanische, eine ghanaische, zeitgenössische Kunst entwickeln, die zwar aufbaut auf dieser westlichen Denkweise und Tradition, aber trotzdem auch noch die eigenen Traditionen, das eigene kulturelle Erbe mit einbezieht. Er hat das so gelöst, dass er diese Holztablette oder Teller benutzt, die auch Marktleute benutzen, um ihre Waren anzupreisen auf den lokalen Märkten, Früchte, Gemüse oder irgendwas. Und er hat sie auch dort bezogen, wo sie herhaben, die Marktleute selbst. Nur hat er sie anders verwendet, nämlich als Bildträger oder als eine Art flache Skulptur, die er dann weiter bearbeitet hat. Er hat sie verziert mit Zeichnungen, Brandzeichen, aber auch mit Farbe selbst, Malerei und eben bereits und wie ein Vorausblick auf das, was später kommt, mit Metall. In die Mitte des Tellers platziert als die eigentliche Botschaft sind Zeichen, verschiedene Symbolzeichen, die aus der Symbolsprache Adinka stammen. Also das auch wieder ein Rückgriff auf das eigene Erbe. Adinka-Zeichen verkörpern Redewendungen, wie zum Beispiel, dass sich nicht alle gegenseitig beißen sollen, oder die Allmacht Gottes, die man in diesem Zeichen verkörpert sieht. Dazu hat der Künstler die Kreuzigung hinzugefügt, also der Verweis auf die christlich-jüdische Tradition, und eigene Zeichen erfunden, die wohl auch Anspielungen sind auf die Zeitgeschichte. Hier diese zwei zusammengekauerten Figuren versinnbildlichen die Redewendung „Steh auf und wehr dich, steh auf und rufe Nein". Sehr eindrücklich auch nochmals dieses Motiv hier. Das Werk trägt den Titel On Their Fateful Journey to Nowhere, auf ihrem schicksalshaften Weg ins Nirgendwo, und greift das Thema der Migration auf, wie schon in vielen Zeichnungen. Die Füße, die ganz verschiedene Richtungen zeigen, die die Menschen versinnbildlichen, die nicht wissen, wo ihre Reise hinführt.